Hallo liebe Aquarellfreunde! Heute geht es um die Darstellung von weichen, flauschigen Formen im Aquarell. Wir werden hierfür in der kontrollierten Nass-in-Nass-Technik arbeiten. Ich glaube, wir alle warten sehnsüchtig auf den Frühling. Deshalb habe ich heute ein besonders frühlingshaftes Motiv herausgesucht und werde diese Weidenkätzchen malen. Die besondere Herausforderung dabei ist, und ich kann euch sagen, ich habe ziemlich lange daran herumgetüftelt, dass die Formen der Kätzchen auf dem Papier so weich erscheinen wie hier in diesem schönen Strauß. Das beste Ergebnis habe ich mit der kontrollierten Nass-in-Nass-Technik erzielt. Aber schaut selbst! Für dieses Bild benötigt ihr wieder bestes Büttenpapier, ungefähr im Format 15 x 10 cm und folgende Farben: Sienna gebrannt von Winsor Newton, Perylane Green von Daniel Smith, Kobaltblau von Winsor Newton, Lichter-Ocker auch von Winsor Newton, Lavender von Mielo und Neutraltinte und Alizarin-Karmesin von Winsor Newton. Meine Pinsel heute sind der Synthetik-Flachpinsel von Da Vinci, ein Rotmarderhaarpinsel Größe 7, ein Eichhörnchenhaarpinsel und der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 12. Außerdem verwende ich feingekörntes Haushaltssalz und wie meistens meine Sprühflasche. Hier seht ihr im Skizzenbuch meine ausführliche Auseinandersetzung mit dem heutigen Thema. Auf dem Referenzfoto seht ihr die sehr weiche Form dieser Weidenkätzchen. Ich hatte die Idee, dass dies im Aquarell doch sehr gut umzusetzen sein müsste, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es auf dem Zellulosepapier des Skizzenbuchs nicht so gut funktioniert hat. Deshalb folgten also einige Versuche auf weichem Büttenpapier. Und nun will ich euch meine Vorgehensweise zeigen. Die Skizze für mein kleines Weidenkätzchen-Motiv habe ich schon vorbereitet. Für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt gibt es Skizze und Foto wie immer per Mail. Damit die Farben gleich zügig ineinander laufen können, mische ich mir auf meiner Palette schon einmal einige Farbpfützen an. Ihr seht hier Lavendelblau, Perylane Green, Kobaltblau und etwas Neutraltinte. Mein Papier ist gründlich angefeuchtet und ich habe ein wenig gewartet, so dass das Papier nicht mehr ganz nass und die Feuchtigkeit schon gut in die Papierfaser eingezogen ist. Jetzt gilt es, genau den richtigen Moment abzupassen und mit einem gut gefüllten Pinsel, der selbst nicht zu viel Wasser haben sollte, mit viel Pigment den Hintergrund zu malen. Die runden Formen der Kätzchen spare ich dabei aus und durch die Feuchtigkeit entstehen ganz weiche, flauschige Formen. Nun arbeite ich nach und nach immer mehr Farbe hinein. Hierbei mische ich nicht auf der Palette die Farben komplett aus, sondern lasse sie auf dem Papier nebeneinander stehen. Mit Perylane Green und Neutraltinte arbeite ich besonders um die beiden zentralen Weidenkätzchen herum, damit sie später vor dem dunklen Hintergrund schön leuchten. Mich fasziniert, wie Wasser und Pigment hier für die leicht ausgefransten, weichen Formen der Weidenkätzchen sorgen, ohne dass ich selbst etwas dazu tun muss. Ich glaube, hier ist es auch wieder sehr wichtig, auf besonders gutem Büttenpapier zu arbeiten. Bei mir ist es Arches-Papier Graphin 300 Gramm. Dies ist ein französisches, handgeschöpftes Büttenpapier, welches lange die Feuchtigkeit behält und sehr weiche Verläufe ermöglicht. Mit einem relativ trockenen Pinselstrich ziehe ich einige Äste von oben nach unten quer durch das Format. Ich habe diese kleine Weidenkätzchen-Studie hier nur als Vignette angelegt. Ich finde, das kleine Format kommt diesen unaufgeregten ersten Frühlingsboten sehr entgegen. Mit dem Flachpinsel aus Kunststoff hebe ich einige helle Formen aus der dunklen Farbe wieder heraus. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, weiche und verschwommene Formen darzustellen.
Ich spritze mit dem Kunststoffpinsel einige Wassertropfen in die Fläche und bekomme dadurch noch einmal ganz kleine helle Formen. Ihr könnt es auch mit ein wenig Salz probieren. Alles, was jetzt zusätzliche Struktur gibt, ist eigentlich willkommen. Mit dem flachen Kunststoffpinsel hole ich einige helle Äste aus dem dunklen hinteren Farbauftrag heraus. Dieses Spiel mit positiven und negativen Formen versuche ich besonders in Blumenbildern möglichst einzusetzen. Es ist einfach immer reizvoll, wenn man ein und die gleiche Sache, wie zum Beispiel einen Ast, einerseits dunkler als den Hintergrund und andererseits auch heller als den Hintergrund darstellen kann. Mein Blatt ist jetzt einmal komplett durchgetrocknet und ich werde einige Stellen im Bild noch ein wenig intensivieren. Mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Kobaltblau male ich nun die Schattenseite der Zweige. Etwas Alizarin-Karmesin kommt noch in die Mischung, so wird der dunkle Ton noch etwas intensiver, ohne dass ich zu grau oder schwarz greifen muss. Ich löse die harten Ränder mit Wasser ein wenig an, so entsteht die Rundung der schmalen Zweige. Mit braunen oder schwarzen Aquarellstiften kann ich noch einige sehr zarte, kleinere Äste setzen und mit dem Pinsel hier noch ein paar dunkle Akzente. Wir schauen noch einmal auf unser Referenzfoto und sehen, dass die Weidenkätzchen natürlich nicht einfach nur weiß sind. Hier kann ich jetzt also mit Farbe noch ein wenig gestalten. Ich feuchte die weißen Kreise mit klarem Wasser an und setze ein paar Tupfer lichter Ocker und später auch etwas Sienna gebrannt hinein. Die kleinen getupften Pinselpunkte verbinden sich mit dem Wasser auf dem Papier und verlaufen so zu ganz weichen und luftigen Formen. Auch hier streue ich einige Krümel Salz ein und sprühe dann mit der Wasserflasche noch einmal an. Das Salz vertreibt beim Trocknen das Pigment und sorgt für kristallartige Farbspuren. Auch die anderen kleinen Weidenkätzchen bekommen nun eine gelbliche Mitte. Ich denke, diese warmen Akzente tun meinem doch recht kühlen Bild ganz gut.
Mit einem schwarzen Aquarellstift setze ich jetzt noch einen Rahmen um die kleine Frühlingsillustration. Ich könnte mir dieses Motiv auch gut als Karte vorstellen, vielleicht mit einem schönen, handgeschriebenen Frühlingsgruß darunter. Ich hoffe, mein Motiv hat euch gefallen und der Frühling kann jetzt auch bei euch Einzug halten. Wir freuen uns hier in der Aquarellwerkstatt immer über einen netten Kommentar unter dem Video, über Anregungen oder Feedback zu den Filmen. Ihr könnt diesen Kanal auch gerne abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von uns herauskommt. Für die ganz fleißigen AquarellmalerInnen unter euch haben wir eine Community eingerichtet, die Unterstützer der Aquarellwerkstatt. Hier könnt ihr zusätzlich zu unseren kostenlosen Filmen auf YouTube für einen kleinen monatlichen Beitrag einen malerischen Mehrwert bekommen. Schaut mal unter dem Video in der Videobeschreibung, dort haben wir euch alle Infos zur Unterstützerseite bei Steady verlinkt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.